sehr emotionale Achterbahnfahrt. Ich hatte eine unglaubliche Zeit. Wenn wir wüssten, wie die Dinge enden. Ist jetzt alles zu Ende? Es war eine wunderschöne Reise. Ich werde jetzt emotional. Dark war ein total einmaliges Erlebnis. Bo und Jantje, vielen, vielen Dank für eure Vision. Es war eine wahnsinnig aufregende Reise und wahrscheinlich die aufregendste, die ich bis jetzt so hatte. Hallo und herzlich willkommen zur Farewell Party von Dark. Mein Name ist Hadne Tesfa und Leute, wir haben es geschafft. 3 Staffeln Dark liegen hinter uns, alles ist miteinander verbunden und deshalb werden wir es heute ein bisschen aufdröseln auf dieser Party. Mit dabei die Showrunner, aber auch die Schauspieler. Wir reden übers Knutschen, wir trocknen Tränchen und wir finden heraus, wer logisch durchgestiegen ist. Ich kann euch schon mal sagen, ich war's nicht. Let's get this party started. Alles ist miteinander verbunden. Zukunft, Vergangenheit und Gegenwart. Es geht los mit einem absoluten Knaller, wobei wir hier natürlich nur Kracher für euch haben, ja, will ich nur mal gesagt haben. Und zwar mit unserem Lieblingspaar, nämlich Jonas und Martha, aka Louis und Lisa. Tick, tack, tick, tack. Lisa, Louis, hallo. Hallihallo. Hallo. Seid ihr schon ordentlich in Partystimmung, Leute? Aber hallo. Ja, natürlich. Wir Wasser haben unsere steht Party-Outfits an. Sagt mir erstmal, wie zufrieden ihr eigentlich mit dem Ende von Jonata seid. Seid ihr der Meinung? Ich muss sagen, ich finde, das Ende ist das einzig richtige Ende für mich. Herzzerreißend, aber gleichzeitig auch genau das, was die Geschichte irgendwie braucht und was das alles so zusammenführt, dass alles wieder Sinn macht. Es bricht einem das Herz, finde ich, aber es ist auch friedlich und schön. Ich hatte auch zwischenzeitlich irgendwie überlegt, ob das unzufriedenstellend sein könnte für die Fans, die so einen langen Weg dann mit den beiden mitgehen. Aber als ich es gesehen habe, war ich so zufrieden, weil so tragisch es auch irgendwie ist es für die beiden trotzdem auch eine Genugtuung. Sie schaffen es halt, das, was sie wollen. Es ist halt ein bisschen wie bei Romeo und Julia. Es ist halt schrecklich, aber es ist gleichzeitig auch total schön. Wie hat sich das angefühlt, das zu drehen? Ist einem das dann schon so bewusst geworden in der Situation? Ja, es war auch unser letzter Drehtag und die letzte Szene, die wir gedreht haben. Also es war wirklich schlimm. Ja, es war halt Verabschiedung von der Welt für uns auch. Also wir haben uns auch von den Charakteren verabschiedet und von der Welt. Und es war wirklich der allerletzte Shot, war so eine super Totale von uns beiden, wie wir uns an den Händen halten und uns eben in den Nachthimmel auflösen. Und das war unser allerletzter Schuss. Als wir dann eben diese letzte Szene hatten und da ganz weit, wir standen auch vom Team, weiß ich nicht, 30 Meter weg gefühlt. Ich habe vorhin 150 erzählt, glaube ich. Aber 150? Ja, so ähnlich sind die Wahrnehmungen, so verschieden die Wahrnehmungen. Also wir standen auf jeden Fall weit weg. Bo hat dann halt gesagt, ja, kommt her und wir laufen dann so das ist wirklich so der Gang zurück zum Team war so hart und wir haben dann so mittendrin so angefangen zu heulen, weil die dann stehen dann ja alle vor einem und klatschen und man weiß einfach, das war's. Und wir haben alle ein bisschen wie so Liebeskummer gehabt und haben ja, halt... Ja, genau. Es war wirklich wie Liebeskummer. Ja, es war wie wenn sich 2 Menschen lieben, aber sie wissen, sie können nicht beieinander sein. Es geht jetzt einfach nicht mehr. Aber es ist trotzdem diese große Liebe da und das war für uns irgendwie das, was es am besten beschreiben konnte. Okay, dann erklärt mir doch mal einer von euch beiden, was ist jetzt final die Bootstrap-Theorie oder das Bootstrap-Paradox? Ich habe so Angst, dass wenn wir das falsch erklären, dass Jantje uns Ja, eben, genau davor habe ich nämlich auch Angst. Dass SMS von Bo, was habt ihr da wieder für eine Scheiße gemacht? Habt ihr gar nichts verstanden? Das ist nämlich auch so hart, weil wir mitgemacht haben. Von uns wird natürlich erwartet, dass wir alles wissen. Aber dadurch, dass wir beim Drehen eigentlich immer uns auf unseren eigenen Strang konzentrieren müssen und alles andere drumherum vergessen, gucken wir die Staffel wie ein normaler Zuschauer. Also die Fans wissen so viel mehr. Die wissen also vielleicht nicht mehr als Bo und Jantje, aber die Fans wissen auf jeden Fall mehr als wir. Dann wollen natürlich immer alle auch wissen, wie es für euch beide denn ist, vor der Kamera zu knutschen. Marthas und Jonas Küsse sind ja ganz besondere Küsse, weil sie meistens getränkt in Rotze und
Tränenflüssigkeit sind. Und dann ist es eigentlich wie so eine kleine Wäsche. Das stimmt. Auch wenn man diese Sexszenen dreht und so, das sieht ja super heiß und romantisch aus und so, aber man dreht es halt super technisch. Außerdem kommt zwischendrin Bo immer und sprüht mit Wasserflasche. Ja, genau. Den Schweiß. Aber wir brauchen noch ein bisschen mehr Schweiß am Rücken. Okay, ihr Lieben, ich bedanke mich bei euch. Ja, danke dir. Ja, sehr gerne. Danke dir. Tschüss, ihr. So. Macht's gut. Tschüss. Tick, tack, tick, tack. Als Dark vor 3 Jahren gelauncht wurde, da konnte, glaube ich, noch keiner ahnen, welchen Siegeszug diese Serie antreten würde. Sie hat in der Zwischenzeit unfassbar viele Preise gewonnen, unter anderem einen Grimme-Preis und ist, Achtung, haltet euch fest, vor kurzem zur beliebtesten Netflix-Serie weltweit gewählt worden. Es ist also dringend Zeit, mit den Masterminds hinter dieser Serie zu sprechen. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Jantje Friese und Baran Bo Oda. Jantje, Bo, hi. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid, endlich. Hi. Und frage mich, wie schwer es euch aktuell fällt, euch zu verabschieden, Tschüss zu sagen, das Ganze auch so ein bisschen gehen zu lassen jetzt. Ich bin total gut im Schlussmachen, schon immer gewesen. Deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, für mich ist es gerade okay, wobei ich mich dann gestern so ein bisschen gefragt habe, ob das nicht so ein totaler Schutzmechanismus ist und ich einfach nur gerade so total dicht mache und nichts an mich ranlasse. Und mit jedem Tag, der jetzt da so vergeht, es doch schwieriger wird, weil es hört halt einfach auf. Ne? Man hat nie wieder was mit den Figuren dann zu tun, man darf nie wieder die Dialoge schreiben. Das ist natürlich schon traurig, aber ich versuche gerade, das zu verbergen. Ich glaube, sehr, sehr traurig war ich, als der Dreh vorbei war, weil das dann doch sehr körperlich auch immer ist, Drehen und sehr erschöpfend und ermüdend und man so sehr nah an vielen Leuten sind, die eine Familie waren jetzt die letzten 3, 4 Jahre. Man verlässt so Winden, aber die Mutter, Tochter, Tante, Bruder, Schwester, sie sind noch da. Man muss halt nur in den Zug steigen und mal hinfahren und besuchen. Habt ihr beide geheult? Wir haben beide geheult. Also wir haben wirklich gnadenlos geflennt. Also einmal am letzten Drehtag an sich, der so krass war. Also das war tatsächlich ein Hammertag einfach. So eine schöne Verabschiedung vom Team. Wir hatten Feuerwerk, wir haben alle gesungen, sind uns alle in die Arme gefallen. Also da hat man auch gemerkt, dass es eben wirklich so eine ganz enge Familie war. Wenn ihr euch so dieses Produkt mit allem, was dazugehört, allen Menschen, die dazugehören, auch allen Preisen, die dazugehören, ja. Wenn ihr euch das anguckt, worauf seid ihr da am meisten stolz? Am meisten stolz auf Bo, weil ich über 3 Staffeln das so gnadenlos durchzuziehen, ohne die Energie zu verlieren und ohne die Liebe zu verlieren. Für das alles, das finde ich einfach wahnsinnig bemerkenswert. Das ist jetzt gemein, weil jetzt Du wolltest was ganz anderes sagen. Nee, gar nicht. Ich wollte eigentlich tatsächlich uns mehr involvieren und ich bin auch sehr stolz auf dich, weil Jantje ist wirklich der Brain hinter dieser Show. Also das muss man leider so sagen. Ich bin viel zu dumm, mir diese ganzen Hirnwindungen korrekt auszudenken. Aber worauf ich wirklich stolz bin, und das meine ich mit wir, ist, dass wir es tatsächlich geschafft haben, eine Welt zu kreieren und die auch abzuschließen und wir uns unserer Stimme immer treu geblieben sind. Das sind wir, so die Figuren, die Welt, das Gefühl und umso schöner ist es tatsächlich für uns, dass die Resonanz weltweit so groß ist. Jantje, Bo, vielen, vielen Dank für diese ganz zauberhaften Worte. Vielen Dank auch für eure Ehrlichkeit, für eure Offenheit. Man hat in jedem Augenblick wirklich gemerkt, wie sehr euch dieses Projekt ans Herz gewachsen ist, wie wichtig es für euch und auch für alle Beteiligten übrigens, das muss ich an der Stelle nochmal dazu sagen, war. Also vielen Dank dafür. Tschüss! Tschüss! Ich glaube, wir sind uns alle einig, in Dark gibt es nur tolle Figuren, die genug Raum und Platz bekommen, auch ihre Geschichte zu erzählen. Wir haben die Schauspieler gefragt, aber welche der anderen Charaktere sie außer ihrer eigenen Rolle noch so gereizt hätte? Tick, tack, tick, tack.
Wenn ich nicht Jonas Kahnwald gespielt hätte, hätte ich gerne Helge gespielt, weil Helge mit Abstand mein Lieblingscharakter ist. Weil es so eine traurige, einsame Figur ist und das hätte ich spannend gefunden. Also ich hätte auch noch interessant gefunden, Claudia Tiedemann zu spielen, weil sie einen Kampfgeist und wie sie das macht, das finde ich einfach total interessant und das, glaube ich, hätte ich gern gespielt. Ich hätte super gern Hanna gespielt, Hanna Kahnwald, weil ich die Rolle einfach super spannend finde und das irgendwie endlich mal auch so eine geile Frauenrolle ist, finde ich. Und Maja hat es so krass gemacht. Wenn ich mich entscheiden müsste, dann wäre das natürlich Katharina. Aber ich liebe Hanna, also insofern bin ich total glücklich. Agnes, sie hat das beste Kostüm und sie ist Boss. Ich würde, glaube ich, gern den Unbekannten spielen, weil er einfach extrem böse ist und extrem kalt und nochmal ganz anders als die anderen Charaktere, die wir bis jetzt kennengelernt haben in der Staffel. Ich hätte ausschließlich nur gerne meine eigene Rolle gespielt. Die anderen sind alle zu schwer. Ich bin auch zu alt für die meisten Rollen. Ich finde die optimal. Da sind keine Wünsche offen, ehrlich nicht. Wenn ich gern jemand anders gespielt hätte, dann wäre es wahrscheinlich Noah. Ist einfach der coolste, böse, mysteriöseste Charakter. Ich glaube, ich würde ihn in Jung oder in Alt spielen. Ich würde beide jeweils mit Max oder Marc spielen. Wer will nicht Noah sein? Jeder will Noah sein. Auch Noah will Noah sein. Also Marc Waschke würde niemals jemand anders sein wollen. Wenn ich nicht Noah hätte spielen dürfen, dann hätte ich lieber Noah gespielt. Also ich habe eine Rolle, in die ich mich verliebt habe. Das ist ein junges Mädchen, die ist bei ihrem Großvater aufgewachsen und sie hat ein ganz großes Faible für Vögel und sie heißt Charlotte. Und Charlotte ist mir so ans Herz gewachsen, dass ich gar nicht mir jemanden anders als Charakter wünschen würde. Dann lasst uns jetzt einfach mit den beiden Schauspielern sprechen, die ganz offensichtlich sehr zufrieden waren mit ihren Rollen. Marc Waschke und Carolina Eichhorn. Ein kleiner philosophischer Exkurs mit Noah und Charlotte. Tick, tack, tick, tack. Was hat Noah bei dir ausgelöst? Es gibt so ein paar Grundgedanken, die bei ihm immer wieder auftauchen, die mich so, ich sag mal, in anderer Form in meinem Leben auch schon immer wieder mal berührt haben. Der sagt zu Helge, dein Schmerz hat dich gemacht. Aber er hat keine Macht mehr über dich. Das war für mich auch ein Geschenk, das so einfach und so klar spielen zu dürfen. Caroline, eine Frage an dich, weil du hattest ja mit deiner Figur Charlotte noch eine weitere Herausforderung. Und zwar musstest du ja mit deiner Tochter Elisabeth, mit deiner Mutter Elisabeth, die Gebärdensprache sprechen. Wie spielt man das? Als es anfing, war das so, dass man wusste, okay, das bedeutet Arbeit. Weil ich hatte das noch nie gemacht, ich habe das keine Ahnung, wie das geht, aber ich hatte mich darauf gefreut, weil je tiefer man da reingeht und je öfter man es wiederholt und je mehr man es drin in sich hat, desto mehr kann man damit spielen. Wie würdet ihr Dark als Produktion, auch explizit deutsche Produktion, irgendwie einordnen? Wie hat die sich unterschieden von den Sachen, in denen ihr sonst zu sehen seid? Als allererstes steht die Geschichte. Sowas habe ich tatsächlich einfach noch nie im deutschen Fernsehen, Film, was weiß ich, gesehen. Es gab sehr vieles, was ich so zum ersten Mal gemacht habe und ich bin, wenn ich dann die Ergebnisse sehe, auch so dankbar, wie Erzählweise und Ästhetik so zusammengehen. Das andere wirklich sehr Merkwürdige ist, dass ich zum Beispiel zu Dreharbeiten für einen Tatort auf dem Berliner Gendarmenmarkt stand und es kam so eine Busladung von Studentinnen und Studenten aus allen südamerikanischen Ländern. You're shooting here, what is it? So, yeah, it's something like, CSI, CSI, this is like CSI Berlin. And you are one of the actors? Yeah, I'm one of the actors. And so, no, wait a second. Are you Noah? Yes! No, it's Noah! Diese Verbreitung, das ist schon was Unheimliches. Ich danke euch für eure Zeit. Danke euch. Sehr gerne, vielen Dank. Das hier ist mein normaler Gesichtsausdruck. Und das ist mein Gesichtsausdruck beim Dark-Gucken. Hier sind für euch die größten What the fuck-Momente und wie der Cast darauf reagiert hat. Tick, tack, tick,
Tick-Tack. Am 4. November 2019 bin ich durch die Zeit ins Jahr 1986 gereist. Aus Mickel wurde Michael. Mickel? Alles Wow, ist ich fange gleich wieder an zu heulen, weil das so... Mickel. Aber da kriege ich beim Schauen schon wieder Gänsehaut. Das ist halt... Das ist ja gleich der What the fuckigste der What the fuck Momente. Tja, Digga, wasted, wenn du es nicht wusstest. Der erste große Mindfuck, wo Leute verstehen, in diese Richtung geht die Serie. Und es ist herrlich. Krass. Michael. Schon wieder so traurig. Dark ist einfach konstant irgendwie. Oh Mann. Nee, ne? Das ist das Ende. Mother. Wer ist das denn? Ach, den kenne ich doch. Ich konnte ihr Und nicht auch ein sagen, wer richtig ihre gut Mutter ist. gecastetes Baby. Bang. Man schaue sich die Augenpartie an. Jetzt erkennt man die Gesichter. Genauso wenig Noah wie ist auch ich noch dir dabei. sagen kann, was deine Bestimmung ist Wow, schon wieder so Gänsehaut. Hier. und was ich heute tun muss. Ja, ist natürlich hart, ne? Also. What the actual fuck? Wer kommt auf so eine Idee? Jantje, du bist verrückt. Stell dir vor, du liegst als Mutter irgendwie neben deinem Kind und denkst im gleichen Moment in einer anderen Zeit ist sie auch deine Mutter. Also das hat bestimmt ganz besondere Knoten in den Köpfen der Zuschauer hervorgerufen. Ich weiß noch genau, wie ich das gelesen habe zum ersten Mal, weil da dachte ich mir wirklich, what the fuck? Und das Tolle an dem Twist war eben, dass sich das alles dreimal in den Schwanz beißt und von hinten nochmal um die Ecke kommt. Es ist einfach so herzzerreißend und man versteht dann auch einfach endlich, warum Noah so ist, wie er ist, warum er so verbittert ist und warum Elisabeth so hart geworden ist. Es ist krass, ja. Was soll ich dazu sagen? Abgefahren. Ach Mann, auch die war ja auch so, die ist ja auch so süß. Und dann das. Das jetzt auch noch, so weit geht ihr. Und es ist aber so toll, weil alles eben miteinander verknüpft und verworren und einfach alles nur abgefuckter und abgefuckter wird. Unser Denken ist vom Dualismus geprägt. Schwarz, weiß, Licht und Schatten. Deine Welt und Evas Welt. Aber das ist falsch. Ohne eine dritte Dimension ist nichts vollkommen. Die Triketta. Es gibt eine dritte Welt. Alles, was ich gelernt habe über diese fast 3 Staffeln, kriegt plötzlich noch neue Informationen, die alles auf den Kopf stellt. Gott, man denkt schon, man kommt so nicht mit bei Dark. Da dachte ich, was habt ihr euch da einfallen lassen? Wie kommt ihr da wieder raus? Und viele hätten sich wahrscheinlich gewünscht, dass es noch viel mehr Welten gibt. So die Viele-Welten-Theorie, die ja auch in der Physik nicht ganz unbeliebt ist. Du musst es schon echt drauf haben, um 3 Welten zu schreiben. So. Und dass es geil ist und realistisch ist. Also, Jantje, ich küsse dein Herz. Das macht's ja aus. Es wird einfach noch komplexer, wenn man denkt, es kann nicht komplexer werden, aber dadurch natürlich noch reicher und interessanter. Ja, das fordert schon vom Zuschauer, ja. Finde ich aber total geil. Der nächste Talk hat mir besonders viel Spaß gemacht. Ich habe mit Gina, Moritz und Paul so ein bisschen in Erinnerungen geschwelgt und wir haben über ihre Zeit am Set und darüber gesprochen, wie sich die Welt durch Dark verändert hat. Tack, tick, tack. Hallo Gina, ich fange mit der Dame an. Hallo Moritz, hallo Paul. Hi. Hi. Ich muss schon sagen, einige von euch sehen genauso aus wie in der Serie, andere nicht. Moritz. Ich? Ich sehe genauso aus. Du siehst genauso aus wie Magnus. Aber die Frage ist jetzt, ob A-Welt oder B-Welt. Ja, ha, siehst du mal. Das habe ich noch keinen gefragt und ich bin gespannt, was ihr darauf antwortet. Habt ihr was vom Set mitgenommen? Ich habe was geschenkt bekommen. Ich habe meine Franziska Doc Martens bekommen und noch eine Hose von Franziska und ich habe, warte, das liegt sogar vor mir, glaube ich, hier.
Ey, Gina, Ne? perfekt vorbereitet, Digga. Nee, das lag Das liegt hier zufällig vor mir, was? Es lag wirklich zufällig hier. Ich habe meine Franziska-Kette. Hier. Ah, die Vogelkette. Oh. Die hast du? Ja, die habe ich geschenkt bekommen. So, Jungs, was habt ihr geschenkt bekommen? Alle so, wait, wir haben alle so, Geschenke ist die bekommen? Kette, Moment, es gab Geschenke und ich habe keine Geschenke bekommen. Habt ihr was gekriegt? Ich hab die Wupax-Jacke bekommen. Die Bomberjacke, die ich in der ersten Staffel trage. Und wir haben Fotobücher bekommen. Die sind schön. Oh ja. Also die haben wir alle gekriegt und Bo hat einfach so geile Set-Fotos gemacht. Hat sich auch über die 3 Jahre, finde ich, krass entwickelt. Mit was für Kameras er da ist und einfach wie nah er an uns dran ist oder an allen Schauspielern. Und irgendwie ist man das halt so gewohnt, dass die Regie ja so nah an einem dran ist, während man die ganze Zeit arbeitet. Und irgendwie sind dadurch so schöne Fotos entstanden und weil er einfach ein guter Fotograf ist. Und diesen haben wir alle gesammelt, zusammen in einem Buch bekommen. Und das ist eine wahnsinnig schöne Erinnerung dadurch. Habt ihr eine WhatsApp-Gruppe? Ja. Ja, ich wusste es. Wir haben 2. Was für WhatsApp-Gruppen sind es? Wer ist da alles in welcher Konstellation drin? Wir haben eine, die ist mit uns Kiddies, so, mit uns Jugendlichen. Und dann, Mo, erzähl du von der anderen. Dann haben wir noch eine mit Bo. Wie hat sich denn für euch das Leben so tatsächlich verändert? Jetzt nicht werdet ihr auf der Straße erkannt und so. Ich glaube, Moritz wahrscheinlich mit der Frisur nicht, aber mit den Haaren, die du vorher hattest, so, weißt du, bist du, glaube ich, einfach super leicht identifizierbar gewesen und so. Also für mich war es super krass, diese Netflix-Erfahrung, weil ich bin so ein bisschen das Küken von der Gruppe, würde ich sagen. Ich war halt 19, ich habe gerade Abi gemacht und sonst erkannt werden. Also ich habe das Gefühl, ich werde nicht so oft erkannt, obwohl ich ja auch diese roten Haare habe, die man irgendwie wiedererkennt. Aber es gibt halt auch auf der anderen Seite so Sachen, dann bist du halt mit deinen Jungs im Club und bist so und dann kommt jemand und sagt so, ey, Bro, ey, ich bin aus Argentinien, bitte, bitte, mach ein Foto. Und dann bin ich so, ja klar, mach ich. Und dann nächsten Tag ich guck und ich bin so mit Quellaugen, Digga, bin so richtig verklatscht. Also ich muss sagen, das Schönste daran ist, auch an der Arbeit insgesamt ist, jetzt scheiß mal auf den Fame und diese ganzen Geschichten. Das ist jetzt so relativ, aber vor allem die Art und Weise, wie gearbeitet worden ist, das einen wirklich motiviert. Und an der Stelle will ich noch eine Sache erzählen über Bo. Bo ist einfach der beste Mann, so wirklich. Er ist so ein herzensguter Mensch und das zieht sich auch durch die ganze Produktion. Ich schwöre. Ja, Bo, we love you. Bo, bester Mann, Digga. Und Jantje Bester sowieso. Mann. Jantje sowieso auch. Digga, she's the mastermind, man. Ich danke euch, Leute. Hat richtig viel Spaß gemacht. Ja, danke dir. Hat Spaß gemacht. Dankeschön. Jede Party ist nur so gut wie ihre Partyspiele. Und ich bin der Meinung, wir haben ein sehr besonders unterhaltsames Partyspiel für euch rausgesucht. Wir haben nämlich die Castmember darum gebeten, entweder eine Rolle oder eine sehr prägnante Szene mal nachzuspielen. Und ihr könnt jetzt einfach mitraten. Tick, tack, tick, tack. Dieser Schmerz wird dich dein ganzes Leben begleiten, bis du bereit bist, ihn loszulassen. Manchen Schmerz vergisst man nicht. Du wirst diesen hier dein Leben lang mit dir tragen, bis du endlich bereit bist, loszulassen. Ich will überhaupt nichts anfangen. Ich hab die Schnauze voll. Ich will mit überhaupt nichts anfangen. Ich will, dass es hier endlich aufhört. Alles. Du wirst verstehen, wenn es an der Zeit ist, zu verstehen. Die Festheimer Du Kamel. wirst alles verstehen, wenn es an der Zeit ist zu verstehen. Du hast bestimmt viele Fragen. Du hast sicherlich viele Fragen. Ihr habt sie doch nicht mehr alle. Ihr habt sie doch nicht mehr alle. Solltest du nicht bei den Strebern sein? Solltest du nicht drin bei den Strebern sein? Der Anfang ist das Ende. Und das Ende ist der Anfang. Der Anfang ist das Ende. Und das Ende ist der Anfang.
Tick-Tack. Tick-Tack. Bei Dark gibt es insgesamt 3 Jonasse. Einen haben wir ja schon gehört und die anderen beiden, die erlebt ihr jetzt zusammen und die sind ganz offensichtlich große Fans voneinander. Tick-Tack, Tick-Tack. Wie schwer oder leicht ist es euch gefallen, die zeitlichen Abläufe und überhaupt irgendwie die Handlung logisch nachvollziehen zu können? Wusstet ihr immer genau, wo ihr gerade seid und wer mit wem, warum an dieser Stelle ist? Ich wusste eigentlich schon immer und zu jedem Zeitpunkt für meine Figur, vielleicht nicht für alle Figuren, wo ich bin, wo ich herkomme, was ich mache, was ich tue. Das war zum Beispiel in Bezug auf Adam in der ersten Staffel auch leichter, weil er da noch gar nicht am Horizont stand. Gleichzeitig war ich als der ältere Jonas in der ersten Staffel natürlich ein großer Wissensträger, der ganz offensichtlich einen großen Wissensvorsprung hatte den anderen gegenüber in Bezug auf das Zeitreisen, wie das alles funktionierte, wie die Dinge zusammenhängen. Und dafür war es mir als Schauspieler einfach auch wichtig, in dem Augenblick Bescheid zu wissen und nicht nur so zu tun und irgendwas zu spielen, denn ansonsten hätte ich das auch nicht mit so einer Souveränität oder so einem Abstand erzählen oder erklären können. Ja, im Großen und Ganzen hast du da vollkommen recht. Aber Großen und Ganzen? Im Großen und Ganzen ja, weil ich muss sagen, ich habe doch Situationen erlebt, wo wir uns alle am Set noch mal ein bisschen die Köpfe gekratzt haben. Wo sind wir jetzt im Handlungsablauf? Auch in Bezug zu Personen, denen man vielleicht gar nicht so oft begegnet in der Handlung. Ja, es gibt ja Personen, denen man regelmäßig begegnet und dann gibt es Personen, denen man nicht so oft begegnet. Und jetzt muss man fragen, ist das jetzt welche Version von der Aha? Also das war für mich, gut, ich war nicht so oft am Set wie du, deswegen, ich habe auch erlebt, dass Bo sich den Kopf gekratzt hat und nachdenken musste. Aber klar, gerade wenn man so ständig drin ist und von A nach B, nach Z, nach K arbeitet, dann ist man natürlich auch irgendwann mal im Wald und überblickt nicht genau, wo ist man jetzt gerade. Vielleicht lag ich auch manchmal falsch, aber ich habe zumindest immer versucht, mir eine Vorstellung zu schaffen. Ja, ich glaube, ist selbstverständlich. Jetzt müsste ich hier sein und da sein und das ist der Grund. Also die Motivation habe ich mir gesucht, sonst kann ich schlecht spielen. Aber das Gute ist, ich stand auch öfters im Wald oder lag falsch, dass man dann aber einfach nachfragen konnte. Bei Jantje, bei Bo, sag nochmal, ich komme daher, mit dem Satz komme ich nicht klar, weil die Motivation, woher kommt das denn? Ich weiß nicht. Ach so, da komme ich her. Und die Aufklärung hat manchmal einfach extrem gut getan. Seid ihr denn zufrieden damit, wie es mit Jonas zu Ende geht? Ich finde das ganz toll. Ich finde die Auflösung, die Lösung der Knoten, die Lösung der Entwicklung, die Lösung des Problems, finde ich wahnsinnig gut gelungen. Und finde ich, da kann ich mich nur anschließen. Und finde sie vor allen Dingen in ihrer Klarheit, Überraschung und in ihrer Einfachheit einfach wunderschön. Also ich finde, das hat mich von Anfang an schon beim Lesen sehr berührt. Und das ist ja so ein Projekt, das einen über längere Zeit irgendwie begleitet. Wie war das dann für euch, als das dann einfach auch durch war, als ihr dann fertig wart damit und irgendwie abgedreht hattet und wusstet, okay, das war's jetzt, gibt's auch keine Staffel mehr. Tschüss. Wie hat sich das für euch angefühlt? Ich war ehrlich gesagt nicht in erster Linie traurig, sondern gleichzeitig einfach auch froh, überhaupt beteiligt gewesen zu sein, weil es einfach so einen großen Spaß gemacht hat, weil mir diese Figur, der Fremde und auch diese ganze Serie wahnsinnig viel bedeutet. Und dadurch war es für mich ein sehr berührender Moment. Es kommen einfach 3 Dinge sehr selten zusammen. Das einerseits, dass du so eine familiäre und herzliche Atmosphäre am Set vorfindest. Das spricht, dass du mit dem ganzen Team wie eine Art Familie findest. Denn es war immer sehr herzlich, es war immer sehr offen und geduldig. Dafür danke ich auch allen und dem ganzen Team. Zweitens, dass du so eine tolle Figur findest. Und da hatte ich einfach das Glück, eine ganz tolle Figur zu bekommen, mit der ich am Anfang so gar nicht gerechnet hatte. Aber dieser gefallene Engel, wie ich den empfinde, ist mir wahnsinnig ans Herz gewachsen. Und da habe ich einfach auch Glück gehabt, dass Jantje und Bo mir da so vertraut haben und so viele Ideen für mich und mit mir hatten. Und dass dann drittens, und das kommt eben so selten zusammen, mir das Endprodukt auch so wahnsinnig gut gefällt. Und ich es so toll finde und so wahnsinnig gelungen finde und so froh
dabei zu sein. Und deswegen war das Ganze einfach ein unvergesslicher Trip und eine Art Familie ist entstanden, Freundschaften, die mir wert sind, wie das ganz selten im Beruf passiert. Ich bin auch froh, dass ich da mit dabei sein durfte, weil das war eine Arbeit, die wirklich von großem Respekt, von Begeisterung und Freundschaft geprägt war. Aber ich hatte so wunderbare Leute auch, die da an meinem Gesicht gearbeitet haben. Und wenn ich da morgens um 4 oder halb 5 teilweise in der Maske saß und da war ich vielleicht auch noch mal ein bisschen müde, haben wir ein bisschen Musik gemacht und so und dann ist mir auch ein paar Mal eingefallen, ist mir ein paar Mal passiert, dass ich eingeschlafen bin und habe den Kopf, bin ich davon aufgewacht, dass eine sanfte Hand mein Köpfchen so hebt. Ich kann vielleicht sagen, das wäre diese Art von Fernsehserien wäre privat so nicht unbedingt so 100%ig meine Sache. Und umso spannender war es als Gast in so einer Geschichte, als Gast dabei sein zu dürfen. Also das hat mir eine neue Tür aufgemacht. Das war eine schöne und tolle Zeit und ich möchte sie nicht missen. Wir haben es geschafft. Ich danke euch, meine Herren. Es hat sehr viel Wir Spaß danken gemacht. dir, dass du das so schön mit uns gemacht hast. Ja, sehr gerne. Tick, tack. Wir könnten jetzt alle noch Ewigkeiten über das Dark-Universum sprechen. Es gibt ja noch viele Themen, die wir vielleicht noch nicht abgedeckt haben. Aber Leute, irgendwann ist es auch Zeit zu gehen. Irgendwann muss man sich verabschieden und das tun wir genau jetzt. Lieber Jonas, es war mir eine Ehre, deinen ikonischen gelben Regenmantel zu tragen und ich hoffe, da wo du jetzt gerade bist, geht's dir gut und bist zufrieden damit, wie es ausgegangen ist. Okay, sich verabschieden ist nicht leicht. Es tut mir sehr leid, dass es zu Ende ist, aber ich bin trotzdem nicht traurig, sondern ich bin eigentlich froh und dankbar, dass ich einfach ein Teil davon werden durfte und dass ich dabei gewesen bin. Das ist eine Erfahrung, die wird immer bei mir bleiben. Ich werde das nie vergessen. Ja. Tschüss Martha, das war's. Ich habe schon beim Abschlussfest ganz viel geweint und ich habe auch schon beim Drehen ganz viel geweint. Ich will jetzt nicht nochmal weinen, aber ich glaube, man merkt, wie viel mir das alles bedeutet und ich freue mich einfach, dass ich Teil davon sein konnte und für mich werden diese Rollen immer weiterleben und wir finden immer weiterleben. Es war so eine krasse Erfahrung, ein Teil davon zu sein. Und ich bin einfach so dankbar und das Team, der ganze Cast, ihr seid so toll. Liebe Silja, ich danke dir, dass ich dich spielen durfte. Du bist eine richtige Kämpferin. Es hat mir auf jeden Fall ganz, ganz viel an Stärke gegeben und mir ganz, ganz viel gelehrt. Und ich hatte wahnsinnigen Spaß, 3 Jahre lang ein wenig in deine Welt einzutauchen. Also Charlotte, du merkst ja, ich werde jetzt emotional, das ist total scheiße, will ich gar nicht, aber ich habe dich echt lieb gewonnen. Und ich finde es schade, dass ich dich nicht mehr treffe, aber wer weiß, wir haben ja gelernt, dass wir uns immer wieder begegnen. Hallo Adam. Du warst eine der geilsten Charaktere, die ich je habe spielen dürfen. Das war ein großes, schönes, wunderbares Erlebnis. Nicht zuletzt die 3,5 bis 4 Stunden jeden Morgen in der Maske. Noah, ich kann dich gar nicht loslassen, weil du hier ein Teil von mir bist und ich ein Teil von dir. Meine Teile haben sich dir zur Verfügung gestellt, um du zu sein. Und du hast was mit mir gemacht. Und dafür danke ich dir. Bo, Jantje, es war so toll, 3 Jahre mit euch zu verbringen und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Egal, in welchem Paralleluniversum auch immer. Jördis, meine liebste Feindin. Ganz viel Liebe an das ganze Dark-Team, an alle, die die letzten 3, 4 Jahre mitgeprägt haben. Peace Universum, Tschüss Universum, Dark Universum. Man sieht sich immer zweimal und keep on working. Glaubt an das Gute, ich auch. Und ja, danke und tschüss.
Ich habe 2 Familien, meine Frau und meine Tochter und alle, die bei Dark mitgemacht haben, aber auch wirklich alles, was irgendwie nicht real ist, wie die Figuren. Ich werde so Jonas und Martha vermissen. Das ist einfach so besonders und deswegen wird auch Dark weiterleben, auch wenn es jetzt quasi vorbei ist. Aber es ist ja auch immer so, dass der Anfang ist das Ende und das Ende ist der Anfang. Alles wird auseinanderbrechen. In dieser Welt genauso wie in deiner. Ich will, dass es hier endlich aufhört. Alles. Nicht mehr lange. Da beginnt der letzte Zyklus. Dick. Der Anfang ist das Ende. Und das Ende ist der Anfang. Alles ist miteinander verbunden. Darf ich noch eine Sache sagen? Wir wollen uns nämlich auch noch total gerne bedanken bei wirklich all den grandiosen Fans. Also ich habe noch nie so wahnsinnig liebevolle, tolle Fans erlebt. 1000 Dank an euch. Wir feiern euch auch ab. Tschüss. Tschüss.